Why does a gorilla eat human flesh? Hier gibt es noch Kannibalismus. Wir sind in Varanasi in Indien, einer der ältesten, bewohntesten Städte der Welt. Und hier werden gerade Leichen verbrannt, denn man glaubt, wer hier stirbt, wird frei und entkommt dem Kreislauf der Wiedergeburt. Und hier gibt es eine sehr, sehr kleine und extreme Gruppe, die Aghoris. Da vorne haben wir gerade auch schon einen gesehen. Sie tragen meistens keine Kleidung, sondern sind eingerieben mit der Asche von den Menschen, die hier verbrannt worden sind. Und in sehr seltenen Ritualen essen sie dann tatsächlich auch das Fleisch der Toten. Und wir wollen heute mehr darüber erfahren. Wer hier stirbt oder verbrannt wird, erreicht Moksha, die Erlösung vom Kreislauf der Wiedergeburt. Der Tod in Varanasi ist kein Ende, sondern ein spirituelles Ziel. Deshalb brennen die Feuer seit Jahrhunderten ohne Unterbrechung. Man sagt, wenn man nach ihnen sucht, findet man sie nicht. And you? You live here? Your whole life? And you have cows for milk? Nice. Verrückt, zwischen all dem Wahnsinn hier trifft man... What's your name? Babu? Trifft man Babu hier mit seinen Kühen, der hier gerade Milch am Melken war. So this is the milk? Wow. And you make also cheese? No cheese? Wow. Okay, selling the milk, okay. Hier verkauft er dann halt einfach die Milch. How many cows you have? 5 cows. And you live here with your mother? Yeah. Nice. Wow. You like to live here? Yeah. But this is a beautiful place. Yeah, of course. Er lebt hier einfach direkt. Hier ist nämlich direkt der Ganges. Und hat hier, finde ich, eine ganz schöne Fläche. Hallo. Oh, okay. Wir gehen. Hallo. Oh, okay, thank you. Manche wollen gefilmt werden, manche natürlich nicht. Aber die meisten sind da sehr, sehr offen. Und hier läuft einfach eine Kuh rum. Die Kühe haben immer Vorrang, das darf man Die nicht Hunde vergessen. freuen sich hier sowieso. Boah, der sieht gut aus. Ja. Und so sehen die Gassen hier aus. Du wolltest noch was zu den Gassen sagen, ne? Du, Thema Gasse, immer schön tief durch den Mund atmen hier. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn du hier aufhörst, durch den Mund zu atmen, dann kann es auch mal schnell sein, dass man anfängt zu würgen. Weil es wirklich anstrengend hier ist, was die Gerüche angeht. Keine Toiletten, also könnt ihr euch vorstellen, was der Rest dazu bedeutet, nicht? Ja gut, in den Häusern haben die ja schon Toiletten. Ja, Ne? aber alle anderen, die jetzt hier draußen unterwegs sind, Ja, die pinkeln hier alle hin. Aber hier gibt es natürlich auch Hundescheiße und auch Menschenfäkalien. Kuhscheiße und menschliche Fäkalien. Also man denkt ja wirklich hier, diese Verbrennungen sind das Unangenehme, was so dieser Geruch von den toten Menschen, der hier in der Luft liegt. Aber das ist tatsächlich Also das gar riecht nicht tatsächlich so. nach gar nichts. Also ich habe noch nichts hier gerochen. Ich weiß nicht ganz genau den Namen des Holzes, aber das Holz hat so einen starken Eigengeruch, dass das wirklich kein bisschen müffelt. Ja, aber Fäkalien riecht man hier wirklich überall. Ja, das stimmt. Opa. Das finde ich echt toll, dass sie hier auch die Hunde füttern. Also bisher habe ich nicht gesehen, dass hier die Einheimischen die Hunde geschlagen oder getreten haben oder so, was man in anderen Ländern schon öfter mal sieht. Und wir waren hier ja schon vor ein paar Tagen und heute ist das hier irgendwie alles noch mal ganz anders, so viel ruhiger, viel kälter, viel verschlafener, viel weniger Menschen. Und so erleben wir diesen Ort hier auf jeden Fall noch mal irgendwie ganz anders. Also es gibt tatsächlich die Aghoris hier. Wir haben ihn ja schon gesehen, den einen Mann. Wir hatten schon das Glück, einen zu sehen, obwohl es eigentlich total selten ist. Und man sagt, wenn man nach ihnen sucht, findet man sie nicht. Deswegen lassen wir uns jetzt noch so ein bisschen treiben hier durch die Gassen.
Denn ja, die echten Agoris, die meiden eigentlich die Öffentlichkeit oder touristische Orte. Oft wohnen sie in Ashras, irgendwo in den Wäldern oder oben in den Bergen im Norden von Indien. Und die Agoris, die man hier sieht, die sind oft eigentlich keine echten, sondern möchten nur das Geld von den Touristen haben. Denn die echten Agoris meiden eigentlich die Öffentlichkeit. Ja, Leute, was ihr da gerade natürlich gesehen habt, ist jetzt nicht der normale Fall. Ne? Das ist genau dieses Thema. Die geben sich als Agoris aus, aber die sind halt betrunken, haben sich richtig den Kopf weggeraucht und hängen sich dann Ziegelsteine unten ran und versuchen damit halt Aufmerksamkeit zu generieren, um Geld zu machen. Hier wird jetzt im Endeffekt das Feuer gemacht und hier versammeln sich gerade die Menschen. Hier liegt auch schon jemand unterm Holz und dann wird im Endeffekt gleich dieser ganze Ballen angezündet und dann gewartet, bis der runtergebrannt wird und dann werden die Reste und die Asche und so zum Ganges gebracht. Manche Menschen werden nicht vollständig verbrannt, zum Beispiel Kleinkinder, schwangere Frauen oder Schlangenbissopfer. Sie gelten als bereits rein oder stehen außerhalb des normalen karmischen Kreislaufs. Ihre Körper werden dem Ganges übergeben. Hier seht ihr jetzt im Endeffekt das ganze Holz vorbereitet wird. Hier vorne ist die Station, wo im Endeffekt alle verbrannt werden. Es kostet zwischen 7.500 und 15.000 Rupien. Das sind ungefähr zwischen 75 und 150 Euro. Und man muss dann im Endeffekt die Materialien einfach nur selber bezahlen. Das heißt im Endeffekt den Anzünder, Butter aus Kuhmilch, die traditionell noch dazu genutzt wird. Und dann werden sie natürlich eingehüllt in Laken, oft noch mit Blumen und so geschmückt. Und dann im Endeffekt hier vorne vorbereitet auf den Holzstücken. Und weißt du noch, was das für Holz ist? Ja, Großteil des Holzes ist Mango tatsächlich. Für die Agoris ist der Tod kein Ende, sondern Teil des Lebens. Sie leben nach der Vorstellung, dass es keine Trennung zwischen Gegensätzen gibt. Angst, Ego, Besitz oder gesellschaftliche Tabus lehnen sie ab, um Erkenntnis durch direkte Erfahrungen zu gewinnen. Eine radikale Form der Spiritualität, am Rande der Gesellschaft, an Orten, die andere meiden. Grenzen werden nicht aus Provokation überschritten, sondern um sich von ihnen zu lösen. So his name is Digambara Baba and Digambara Jaigiri Baba, and he's 42 years old and he's been a Ghori since 26 years. He says, no, I don't have any challenges. I'm living my life very peacefully, and that's because of this reason. I don't want any challenges from the society and the emotions and the wealth. So that's why we choose to be a Ghori. We are away from the humanity and emotions to get close to the gods to devote. So he live almost 6-5 months during the freezing minus winter in Himalayas to meditate and concentrate. And then 3 months he wander around spiritual places of Varanasi, Prayagraj, Uttarakhand, and then he go back to his akhara, which is located in Haryana in Punjab. Ich habe gerade gefragt, ob ihm auch mal kalt ist. Und jetzt zeigt er dieses Video, dass er dort halt oder wie er dort im Schnee sitzt. We are not in a materialistic living lifestyle. So we don't feel cold, hot, winter, summer, monsoon. For us, this is our clothes, and we don't go in that direction that how is the weather. We go in a direction, how is our God? How is He blessing us? How is the world? So we are doing this for the betterment of the world. Why does a Ghori eat human flesh? तो इतने नहीं आते हैं और वो खाते हैं तो वो स्वाद के लिए खाते हैं. So it's not everyone does that. So you have to reach on a level where you can control your emotions, and when you become, there's a certain stage that you become a ghor instead of a ghori, a ghor. And during that time of stage, for you, the material and taste doesn't matter to you.
In that case, for the betterment of the world, they do Tantra. Tantra that explains that there is no difference between living or death or taste or untaste. So for them, cow dung and a beautiful, delicious meal is the same. And during that prayer of eating, doing meditation on the bodies and eating that body, they are not. They're the only one who allowed to do that, and they will even get blessed with that because they study on that body. If that body is abandoned by a family or someone, it can be used in a religious purpose, and then this Aghori personally will take care of their soul to reach into the heaven, because he is using his flesh of the body for himself to connect with the God, and making sure that Tantra is one of the things when sometime we get hypnotized or black magic things, that person loses their conscious and everything. So for that, Tantra is very effective to fight against with that. And then if doesn't work, then they use the mantra, which is we call Tantra and mantra. It's two different, like demon and the gods words. So they don't promote to drinking alcohol because that will loses your unconscious of the path. And of course, once you reach on that path, there is nothing matter what you're drinking because it will not affect in your brain. But in that case, we have some of our god, we call them Tansik Devi and Devta, means goddess and god. So those gods are prayed by these ways. We offer them some type of like fish, alcohol. They get impressed because they incarnated their incarnation of the anger avatar of our God, and their mission is to only defeat, no matter who comes on the front, and they defeat mostly the demon and the evil spirit. In that case, when somebody offers them alcohol or any meat, they should not supposed to eat that because that's for their food. But in the name of prasad is a word we use where we split the food and taking a blessing from our God after offering it. But he doesn't promote any alcohol. So they smoke because they wherever. सात्विक नशा में आता है, तामसिक में नहीं आता। अल्कोहल जो है तामसिक में आ जाता है। So there is a word for tamsic and sattvic. Tamsic is demon food, and sattvic is a human and goddess food. And ganja is not tamsic; it's sattvic, which is goddess food. Because ganja normally often heard by that Lord Shiva also used to smoke. But when you smoke that ganja, the grass, it keeps you away from the crowd and lets you focus on your path. So they try to be getting away from them, but it's not something that they want to do it for addiction. They want to do it to focus, not for an addiction that now I'm feeling like having a cigarette. But it's ganja is a different way because wherever they go on a huge participation of festivals, and there's a lot of crowd there. When they want to be focused in the crowd, then they smoke ganja. He have done something which is not that, but he have studies tantra, but to experience himself, not for the show or for to share that human body. And he says even him is very rare because who study tantra, they don't do it in a public. They will make sure that no one sees them. He does not allow to have any relation with anybody. That's what we call him Aghori. Okay. Even he will deny his own parents, his own brothers and family. No contact with nobody. सब कुछ त्याग करके वो परमात्मा के मार्ग पे चले, उनकी प्राप्ति ही हमारा जो है moksha. So he doesn't have any dream. Why they do that? Because their biggest dream is to meet the God, to face the God, and to walk on the path of humanity for the betterment of the world. That's my dream, to make worlds better and give with my lectures and speech, I will give my words to the people, humanity, to make worlds better. Plus, for us, the most important thing is to see the God, to be on the path of the God, to be with the God. That's our dream. सृष्टि भी हमारे जो है स्वच्छ होंगे और अच्छे होंगे,
How are you? So God lives in every human being, and that God we call soul. Soul. But the soul is our real God, because the same soul you have, I have, he have, but someone is connected with the God, someone is not connected with the God. So you have to find, before you find your path, you have to find yourself to find your path. And we do this pathing and betterment of the world because there are people that they think of only their self, and people that are against with humanity, people that they cheat, they look for a benefit, they look for being rich, look for a materialistic life. These are not the part of the humans are different. They supposed to be looking after each other as we should do as a family. In that case, we would never have a border within a country. So human now in these days feeling danger with humans. So just because of that, we want world to be look better and to be better, to understand that we are all same and we should look after each other, not to kill each other. Okay. Wow, das war intensiv. Ich habe im Gefühl, die ganzen Informationen müssen noch so ein bisschen sacken. Man muss das, glaube ich, auch so sagen, es ist für uns nicht greifbar, warum das ein Teil des Rituals ist, ein Stück Menschenfleisch zu essen. Wir sitzen gerade im Tuk-Tuk auf dem Weg zurück und ich check gerade erstmal, wie wir gerade am Ganges lang spazieren und davon geredet haben, ja, ne, und es ist ja einfach ein extremer Teil der Kultur, warum die denn halt Menschenfleisch essen. Man merkt gar nicht, wie man auf einmal so abschweift in diese Realität und man seine eigentliche Realität, wo es überhaupt nicht normal ist, ganz im Gegenteil, es einfach überhaupt gar nicht greifbar ist, Menschenfleisch zu essen, das so verschwindet. Es ist einfach ein Blick auf eine komplett andere Lebensrealität und ich hoffe, dieser Blick hilft uns alle, die Welt nicht nur einfach schwarz oder weiß zu sehen, sondern auch Facetten dazwischen noch wahrzunehmen und einfach ganz andere Lebensrealitäten kennenzulernen. Sharanam